Aufrede. Gesprochen von Johannes Gabriel. Ob sich der Boden bewegt? Keine Ahnung. Ich kann es nicht mehr sagen. Alltag. Ringsum Stahl. Danach Wasser. Links, rechts, vorn, hinten. Oben Himmel. Fast 4 Jahre das gleiche Bild. Ich sitze hier in meinem Schiff. Allein. Mein Schiff ist meine Burg. Sind alle gestorben. Kurz nacheinander. Gibt es das Festland noch? Unklar. Ich weiß, wo es sein müsste, aber es ist nichts mehr zu sehen, nur Wasser. Klingt sehr verworren. Das kommt, wenn man nicht mehr spricht, kein Gegenüber hat. Deshalb zwinge ich mich nun, mit mir selbst zu sprechen. Robinson. Der hatte wenigstens eine Insel und Freitag. Ich schreibe das jetzt auf, während der Fahrt zum Treffpunkt. Dann wird es klarer. Im Kopf. Nicht mehr allein. Vielleicht ist es dann egal, ob ich Land finde. Hauptsache, ich tue etwas. Kapitän. Wer hätte das gedacht? Ich muss zum Funkgerät. Wie immer fängt so etwas ganz harmlos an. Fing an. Ich wollte ein Abenteuer. Einmal mit einem Schiff über den großen Teich, nicht mit einem Luxusdampfer, sondern mit einem Frachtschiff, einem Tanker. Für kleines Geld. Ich kann auch mit anpacken, wenn ich nicht gerade über der Reling hänge und das Meer anbrülle. Ich habe bei der Reederei Klippen, Dorn und Söhne gefragt. Für sie schienen derartige Anfragen alltäglich zu sein. Ja, kein Problem, kostet X, dann und dann dort und dort sein, beim Bootsmann melden. Okay. 2 große Rucksäcke, eine Tasche, los. Nie vorher habe ich ein solch großes Schiff gesehen. Voll getankt mit Diesel. Millionen Liter, keine Ahnung. Obendrauf alles voll Rohrleitungen, Treppen, Leitern und einem Haus. Dort waren die Kajüten und die Kombüse, obendrauf die Brücke. Unter Deck relativ wenig. Große Tanks mit Wegen ringsum. Unten mittig bis ganz hinten der Maschinenraum, darüber das Tiefkühllager mit Proviant. Hat Rainer mir alles gezeigt. Bootsmann Rainer, von den anderen liebevoll Unsinn genannt, ist als letzter gestorben. Den Gestank von Diesel muss man ein wenig mögen, jedenfalls am Anfang. Irgendwann ist das einfach nicht mehr da, und ein wenig Englisch sollte man können, allerdings in vielen Variationen, gesprochen von Seeleuten aus vielen, vielen Ländern. Tolle Crew. Derb. Aber haben zu Lebzeiten immer geholfen. Sie waren kurz. Die gemeinsamen Lebzeiten. Also Leinen los, 2 Schlepper als Geleit bis zur offenen See. 3 Tage Genuss. Irres Erlebnis, wenn das Land verschwindet, dachte ich damals. Ruhige See, weit und breit nichts als Wasser. Dann der erste Krankheitsfall. Ein Matrose, etwa 24 Stunden aus, Kühlkammer. Die anderen sagten, er wäre irgendwie erstickt.
Sie folgten ihm in nur 7 Tagen. Es blieben der Kapitän, der Bootsmann und ich. Wir waren fast die ganze Zeit zusammen auf der Brücke. Alle Häfen verweigerten uns die Einfahrt. Dann starb der Kapitän. Rainer und ich schleppten ihn in die Kühlkammer. Danach zeigte er mir auf der Brücke, wie man die Maschinen an- und abschalten kann, wie die Wasseraufbereitung funktioniert und wie das mit dem Stromaggregat so geht. »Du wirst es zu deinen Lebzeiten nicht schaffen, den kompletten Diesel zu verbrauchen«, sagte er zuletzt noch. Dann starb auch er. Qualvoll, ohne Luft. Ich zerrte ihn, so gut es eben ging, in die Kühlkammer. Alle waren hier gestapelt, tiefgefroren. Gegenüber riesige Regale mit Konserven und Lebensmitteln, die im Gegensatz zu den Seeleuten hygienisch verpackt waren. Ich überlegte, ob ich mich zur Mannschaft legen und gleich da bleiben sollte. Wie meistens siegte die Angst, und ich ging auf die Brücke. Kleiner Mann, großes Spielzeug. Ist schon verrückt, was man mit einer Tastatur, einem Hebel und einem Steuerrad alles bewegen kann. So ganz ohne Ahnung. Ich nahm die Maschinen zurück auf kleine Fahrt und versuchte dann per Funk jemanden zu erreichen, aber meine Gegenüber waren entweder nicht zu verstehen oder nicht an Konversation interessiert. Da sich meine geografischen Kenntnisse in engen Grenzen hielten, kannte ich meine Position nicht so genau, und die Kennung des Schiffes, nach der ich mitunter gefragt wurde, war mir nicht bekannt. Irgendwie kam mir das alles recht fadenscheinig vor. Es kann doch nicht sein, dass keiner dieses Schiff kennt oder kennen will. Voll mit Diesel, bares Geld also. Ich bekam Husten, Luftnot. Laut Uhr hatte ich mehr als 48 Stunden geschlafen. Mir ging es recht gut, etwas matt, aber Luft war da. Nun wusste ich aber erst recht nicht mehr, wo sich das Schiff befinden könnte. Auf Radar und GPS war eine Küste zu erkennen. Wieder neue Funkversuche mit dem gleichen Ergebnis. Ich weiß noch recht genau, wie sich das anfühlte. Sehnsucht, Landsucht, Heimsucht. Aber es interessierte niemanden. Okay. Wut, schlechte Laune. Es brauchte also Aufmerksamkeit. Ich ging wieder zum Funk und sagte langsam, überlegt und sehr freundlich: Ich werde das Schiff mit all seinem Diesel jetzt in Richtung Küste steuern und die Geschwindigkeit erhöhen. Keine Reaktion. Nun denn, Kurs geändert auf West, Maschine hoch auf halbe Kraft. Stille. Während ich mich so umschaute und überlegte, wo ich mich denn so einigermaßen feuerfest deponieren könnte, klingelte ein Telefon. Satellitentelefon. Toll, was alles geht, wenn man es weiß. Es meldete sich ein sehr, sehr unfreundlicher Herr von Klippendorn und Söhne. Er meinte, ich solle diesen Scheiß lassen. Nun hatte ich in meinem bisherigen Leben gelernt, dass Freundlichkeit eine nahezu unzerstörbare Waffe ist. So erklärte ich ihm also sehr, sehr freundlich, dass ich kein Matrose, sondern Passagier bin. Ich habe aber schon herausbekommen, wie man die Geschwindigkeit erhöht. Stille. Ich legte auf und legte am Schubhebel mal noch den einen oder anderen Knoten drauf. Nach 5 Minuten meldete sich nun die Küstenwache. »Drehen Sie auf Süd und kleine Fahrt, wir schicken ein Bergeschiff und Schlepper.« »Geht doch«, dachte ich noch.
Das Bergeschiff war groß, grau, mit riesigen Zahlen auf der Seite und offensichtlich bewaffnet. Ich hatte große Mühe, die riesige Treppe an der Außenseite des Schiffes herabzulassen, da ich all diese Technik natürlich nicht kannte. Das erhöhte den Frust auf der anderen Seite recht offensichtlich. Man rief mit riesigen Flüstertüten irgendetwas herüber und schoss mir doch tatsächlich einmal vor den Bug. Nun denn, kleine Männer, großes Spielzeug. Ich unterbrach meine Arbeit an der Treppe und ging auf die Brücke zum Funkgerät. »Are you totally crazy?« Dann legte ich den Bug des Schiffes wieder in Richtung West auf die Küste zu, woraufhin das Kriegsschiff Mühe hatte auszuweichen. Nun kam in klarem Deutsch aus dem Lautsprecher: »Wir haben Ihre Nachricht verstanden. Bitte drehen Sie bei.« Nun denn, also wieder Richtung Süd. Von oben sah das bestimmt aus, als wäre ich sturzbetrunken. Ich erklärte dann noch einmal auf Deutsch meine Situation. Ich bin kein Seemann, sondern Passagier. Ich bin allein, da alle anderen an einer mir unbekannten Krankheit gestorben sind. Sie müssen also bitte in Ruhe warten, bis ich die Treppe heruntergelassen habe. Okay, Roger, verstanden. Machen Sie das so, wie Sie können, aber halten Sie Kurs. Ich ersparte mir die Bemerkung, dass ich nicht Roger heiße, und ging einfach wieder an die Arbeit. Mehrere Personen in Vollschutz kamen an Bord, einige davon bewaffnet. Sie untersuchten das Schiff, von vorn bis hinten. Der deutschsprachige Mann stellte sich als Major Müller vor, Austauschoffizier aus Deutschland. Prima, wir sind überall. Nachdem ich ihm meine Geschichte hier an Bord erzählt hatte, meinte er, dass sie nun auf die Schlepper warten würden, die das Schiff auf Reede bringen. Das klang jetzt erstmal nicht schlecht. Als die Schlepper da waren, begannen spannende Manöver, an denen ich sogar mitwirken sollte. Sie hatten offensichtlich noch nicht verstanden, dass ich hier eigentlich nur zu Gast war. Egal. Auf jeden Fall machte das richtig Spaß. Kleine Männer, großes Spielzeug. Sie schleppten mich in die Nähe der Küste und verankerten das Schiff. Damit es sehr ruhig und sicher liegt, haben sie die Ankerketten sehr langsam gelassen, wurde mir noch mitgeteilt. Okay. Maschinenstopp und aus. Fertig. Als ich mich eben mit meinen Rucksäcken und der Tasche in Richtung Treppe bewegen wollte, machte mir die Mündung einer sehr schön gearbeiteten Maschinenpistole klar, dass dies wohl nicht im Sinne der hiesigen Marine war. Ich müsste noch Geduld haben, ich sei in Quarantäne. Sie würden einen der toten Matrosen mitnehmen und ihn untersuchen. Ich werde in dieser Zeit versorgt. Gleichzeitig mit dem Beginn meiner Reise machte sich weltumspannend eine Pandemie auf den Weg. Ich hatte zwar davon gehört oder gelesen, aber China ist weit. Ich hätte nie gedacht, dass mich das jemals erreichen könnte. Bis heute ist mir auch unklar, ob der Tod der Mannschaft hier an Bord direkt etwas mit dieser Pandemie zu tun hatte. Von den Symptomen her wohl eher nicht. Indirekt hatte das aber natürlich Auswirkungen. Alle hatten Angst. Ich musste unbedingt an Bord in perfekter Quarantäne bleiben. Ein ganzes Schiff für mich allein. Nun könnte man meinen, hey, du Dussel, nimm dir ein Rettungsboot und hau ab. Richtig. Aber diesen Gedankenweg war die Küstenwache wohl auch gegangen, denn alle Rettungsboote waren entfernt worden. Jedenfalls war keines da, als ich nach ihnen suchte. Zum Schwimmen war das eindeutig zu weit. Ich konnte die Küste bei gutem Wetter gerade so erahnen. Obwohl das eigentlich von der Reederei verboten war, hatte ich meine kleine Drohne dabei. Wäre sie entdeckt worden, hätte ich ja immer sagen können, dass ich das Ding erst in Amerika auspacke.
Da ich nun aber mein eigener Kapitän war, hatte ich es mir erlaubt. Ich schickte sie also hoch, um wenigstens einmal die Küste besser sehen zu können. Ziemlich cool. Gebracht hat es nicht viel. Aber die Küste war da. Immerhin. Anfangs kamen sie täglich. Meist brachten sie Verpflegung und legten diese unten an die Treppe. Irres Workout für mich, denn die Bordwand ist sehr hoch und die Treppe lang. Manchmal kamen sie aber auch in Vollschutz an Bord und gingen in die Kühlkammer. Meist waren sie schnell wieder weg. Später wöchentlich, dann zweimal im Monat. Heute kommt niemand mehr. Schon länger nicht. Nicht einmal die Möwen. Vorher konnte ich mir praktisch alles wünschen. Das würde die Reederei zahlen. Ich hatte Fernsehen, Internet, Satellitentelefon, kleine Hochbeete für frisches Gemüse, guten Rum, weniger guten Wein, einen Hometrainer, eine Rudermaschine. Der für eine Person völlig überdimensionierte Generator generierte vor sich hin, nur nachts wurde er gefordert. Aus Sicherheitsgründen musste das Tankschiff immer hell erleuchtet sein, eine ganze Stadt aus Lichtern für mich allein. Die Psychologin sprach oft mit mir, machte Mut. Ich habe fast ein Jahr gebraucht, bis ich in die Kapitänskajüte gezogen bin. Sie riet mir auch, mir einen festen Tagesablauf zuzulegen, also vor 9 Uhr aufstehen, frühstücken, duschen, Zähne putzen, das volle Programm, dann rudern, was angesichts der Dimension dieses Schiffes ziemlich idiotisch war, Radfahren und mehrfach über das Schiff joggen. Nach letzterem ist man fix und alle, denn das ist angesichts der vielen Treppen und Stege eher ein Hindernislauf. Je nach Wetterlage gelang das auch recht gut. Wetterlage? Ja. Es gab Tage, an denen an Aufstehen nicht zu denken war. Ich bin nach wie vor nicht hochseetauglich. Meistens habe ich es bis zur Reling geschafft. So richtige Stürme sind schon Wahnsinn. Wind und Wasser werfen dieses riesige Schiff hin und her, als wäre es nichts. Und wenn es ganz blöd kommt, dann rollt es seitlich. Schon bei dem Gedanken wird mir übel. Bei schönem Wetter habe ich davon geträumt, wie es wohl auf der anderen Seite wäre, im Pazifik. Überhaupt hatte ich viel Zeit zum Nachdenken. Das verbessert die Situation aber nicht zwangsläufig. Manchmal saß ich dick eingepackt im Kühlraum und sprach mit den Toten. 4 waren noch da. Rainer war dabei. Wahrscheinlich hatten sie, wie ich, keine Angehörigen. Die anderen hatten sie Stück für Stück vom Schiff geholt, wobei man das nicht wörtlich nehmen sollte. Irgendwann zwischendurch rief die Reederei an und hat mich sozusagen rückwirkend als Schiffswache eingestellt. Jetzt hatte ich sogar ein Einkommen. Scheinbar nun ein Grund zu bleiben. Die Pandemie an Land veränderte vieles. Zum Beispiel stiegen die Energiepreise. Mein Schiff wurde also irgendwie immer wertvoller, also der Inhalt. Das Schiff und ich eher nicht. Die Reederei verkaufte das Dieselöl samt Schiff und mir an der Börse. Keine Ahnung, wer nun mein Eigentümer ist. Es ging durch mehrere Hände. Mein Gehalt wurde brav jeden Monat weiterbezahlt, wie ich an meinem Online-Konto sehen konnte. Am Ende des 2. Jahres wurde das Ganze noch wertvoller, weil ein Präsident mit dem typischen Kleine-Männer-Syndrom einen Krieg anfing. Kleine Männer, großes Spielzeug. Und wenn dann der Altersstarrsinn dazukommt, wird es gefährlich. Ich konnte das nur noch eingeschränkt verfolgen, da die Satellitenverbindungen immer häufiger gestört waren.
Jeder warf der jeweils anderen Seite vor, diesen Krieg provoziert zu haben. Eigentlich ist das ganz einfach. Wer schießt, hat Unrecht. Ich finde es schon erstaunlich, mit welcher Blindheit wir Menschen von einem Krieg zum nächsten taumeln. Dabei ist er immer sinnlos, jedenfalls was die vorgegebenen Gründe angeht. Ich stelle hier mal eine These auf. In der gesamten Geschichte der Menschheit hat Gewalt viele Konflikte entschieden. Aber bis heute wurde keiner von ihnen durch Gewalt gelöst. Dann kam das Ereignis, dessen Dimension mir erst viel, viel später klar wurde. Das Schiff lag ruhig. Sonne, super Wetter, T-Shirt, Liegestuhl auf dem Balkon der Brücke. Plötzlich drehte es sich recht schnell, ohne erkennbaren Grund, mit dem Bug in Richtung Küste. Wie früher auf dem Rummel in einer Kotzmühle, einfach irre schnell. Kein Wind, kein Blitz, kein Donner, keine Wolke, weit und breit, nichts zu sehen, was dies ausgelöst haben könnte. Und dann, noch viel schneller als zuvor, drehte es sich genau entgegengesetzt und wurde hochgehoben. Ein riesiger Wellenberg, dessen Strömung das Schiff zum Glück richtig ausgerichtet hatte. Der Bug wurde unter Wasser gezogen, da die Ankerketten ihn dort festhielten. Zweimal gab es einen großen Ruck. Wahrscheinlich hatten sich die Anker losgerissen. So kam der Bug wieder nach oben und ich wurde auf meinem erhöhten Balkon nicht von der Flutwelle getroffen. Das Schiff hob sich vorn aus dem Wasser und klatschte förmlich wieder auf es herunter. Mir schien, als ob wir uns rückwärts bewegten. Dann ein Ruck und wieder Stille. Sonne. Super Wetter. Ich war mit dem Liegestuhl lediglich gegen das Geländer gerutscht. Keine Ahnung, was das war. Ich ging hinein und schaute auf den Bildschirm. Alles schien normal, keine Fehlermeldungen. Tanks okay, Maschine okay, Generator okay, Wasseraufbereitung okay. Genauer habe ich nicht hingeschaut. Es hätte aber auch nichts geändert. Tage später, ich aß gerade einen schönen Fisch, den ich frisch geangelt hatte, hörte ich ein dumpfes Geräusch. Ein Schlag, als wäre etwas gegen das Schiff gestoßen. Mich überkam ein seltsames Gefühl. Wieder war gute Sicht, gutes Wetter. Aber die Küste war weg. Ich holte ein Fernglas. Nichts zu sehen. Ich ging zum GPS. Damals funktionierte es noch sicher. Heute sieht man viele, viele Sternschnuppen, fallende, ungesteuerte Satelliten. Erstaunlich, wie viele da oben geflogen sind. Ich ging also zum GPS. Auf den ersten Blick alles gut. Die Küste war da. Sie war ja auf der Karte gespeichert. Meine Position aber hatte sich verändert. Laut GPS war ich mit diesem riesigen Schiff an Land. Na toll. GPS kaputt. Ich schaltete also das Radar ein. Es dauerte immer etwas, bis es hochgefahren war. Altes Gerät, immer zuverlässig. Aber meist ließ ich es ausgeschaltet, weil mir dieses Drehdings da oben den letzten Nerv raubte. Nun drehte es also wieder brav und fand nichts. Keine Küstenlinie. Alles leer. Panik machte sich breit. Ich ging in die Kajüte und steckte die Ladegeräte für die Drohne und die Fernsteuerung in die Steckdose. Wenn sie aufgeladen waren, würde ich die Küste suchen. In der Zwischenzeit ging ich zu Rainer und erzählte ihm das. Keine Antwort. Ich hatte auch keine erwartet. Ich musste das nur jemandem erzählen. Ohne Jacke hielt ich es da unten nicht lange aus, also zum Funkgerät. Stille, Satellitentelefon, Stille. Mist, das kann doch nicht alles kaputt sein. Sonnensturm oder was? Oder hat das GPS recht und ich ankere gerade in New York?
Die Freiheitsstatue hält den Anker? Fantasie ist manchmal gut, hilft aber nicht immer. Also Situation abschätzen. Ich brauche niemanden. Das Schiff war völlig autark, ausreichend Energie für mehrere Leben, Wasser in ausreichender Menge vorhanden, Entsalzungsanlage in Ordnung, Nahrung endlos, volles Kühlhaus, Beete an Deck, Fische en masse. Soweit, so gut. Los, ihr blöden Akkus, macht schon. Also, wie bekomme ich Rundumsicht vorab ohne Drohne? Über der Brücke war ein kleiner Mast mit dem Radar und diverse Fahnen, deren Bedeutung ich nie verstanden habe. Bisher hatte ich mir nicht getraut, da hochzuklettern. Okay, muss sein. Radar aus. Soll ja angeblich die Potenz schwächen. Als ob das hier wichtig wäre. Aber wer weiß. Fernglas umgehängt und klettern. Super Sicht. Die Drohne würde ich nicht brauchen. Kein Land. Dafür schwammen endlos viele Trümmer, Container, Holzbalken vorbei. Also doch. Tsunami. Oder wie das heißt. Jetzt wäre eine Unterwasserdrohne gut. Oder lieber nicht. Besser, ich sehe das nicht. Ich habe lange gebraucht, meine Gedanken zu ordnen. Einmal das Warum. Unterwasser-Erdbeben. Oder hat irgendein Idiot eine große Bombe ins Wasser geworfen? Das wird sich nicht klären lassen. Nicht von hier aus. Ist die Welt noch da? Gibt es Überlebende? Ich meine, außer mir. Die Tatsachen sprechen dagegen. Kein Funk? Satelliten, Sternschnuppen? Höchstens andere Schiffe. Aber auch die könnten ja freundlicherweise mal per Funk antworten. Streng dein Hirn an. Welche Möglichkeiten gibt es noch? Auf den Bergen? Bliebe die Frage mit dem Funk. Welche Frequenzen nutzt man denn so zum Überlebensruf? Ultra, kurz, Mittel, Langwelle? Das muss einmal um die Erde, also Langwelle. Und nach oben. Vielleicht ist noch jemand auf der ISS. Die wüssten sicher, was passiert ist. Aber selbst wenn das Ding ohne Bodenstation noch funktionieren könnte, hätten sie doch ein ähnlich blödes Schicksal. Wo sollten sie landen? Kann man die ohne Bodenstation einfach anfunken? Einfach machen. Helfen könnten sie mir eh nicht. Jedenfalls hätte man jemanden zum Reden. Steiler Gedanke. Ich drehte tagelang am Funkgerät, probierte alle Frequenzen. Redete und redete, las Bücher vor. Nachts spielte ich Musik ab und schlief auf der Brücke. Und dann plötzlich: »Hallo? Kannst du uns hören?« »Ja, verdammt!« schrie ich. »Ja!« Die Verbindung wurde offensichtlich schlechter. Es begann zu rauschen. Ich verstand nur noch Wortfetzen. 1 Stunde. Oder 90 Minuten. Erdschatten. Sei da. Klar. Ich bin ja immer da. Ich wunderte mich selbst über diesen trockenen Gedanken, aber die Jungs waren auch pünktlich. »Höre zu, wir haben keine Zeit, alles zu erklären. Die Station wird abstürzen. Ein Satellit hat uns getroffen. Wir haben niemanden sonst erreicht. Du bist unsere Hoffnung. Wir können in unsere Landekapsel steigen und uns abkoppeln. Wir berechnen ungefähr, wo wir landen. Fahre in den Pazifik zu der Position, die wir dir durchgeben. Rauschen. Uns. Finde die Fallschirme. Die Position wurde gesendet, das Landedatum auch. Na toll. Navigation und ich.
Riesenschiff. Mini-Kapsel suchen. Passt ganz hervorragend. Vielleicht geht das GPS ja noch. Oder GLONASS. Wer weiß, wer länger fliegt. Ob die Maschinen noch funktionieren? Ich muss sie starten, damit die Hydraulik für die Ankerwinden Druck bekommt. Ja, mittlerweile kenne ich mich auf meinem Dampfer aus. Hab viel gelernt. Langeweile. Videotutorials. Endlose Weiten. Hatte es aber nie ausprobiert. Also mal die Startsequenz suchen. Hier. Nur ein kleiner Knopf auf dem Bildschirm. Erstaunlich, wie viel auf der Welt durch eine solch kleine Maus ausgelöst wurde. Klick. Automatisch wird Öldruck in den riesigen Motoren aufgebaut. Dann Druckluft zum Starten. Das ganze Schiff erzittert. Was für eine Kraft. Kleine Jungs, großes Spielzeug. Anker auf. Die Winden ächzen und stöhnen. Hoffentlich hängt nicht der Arm von Miss Liberty dran. Ich habe gelesen, man soll dem Anker entgegenfahren, damit er sich am Grund lösen kann. Einen Versuch ist es wert. Kleine Fahrt voraus. Weißer Schaum am Heck. Die Propeller drehen sich noch. Was für ein Schiff. Kurzer Angstmoment. Halten die Ankerwinden von selbst an? Ich kann von hier oben nicht sehen, ob die Anker oben sind. Eigentlich gehören dort vorn Matrosen hin, die das manuell steuern. Okay. Risiko. Wenn das Schiff fährt, immer noch ein bisschen. Stück für Stück. Ich kann immer wieder nach vorne gehen und schauen. Westwärts in den alten Pazifik. Hoffentlich bleibe ich an keinem Wolkenkratzer hängen. Und die Gebirge dazwischen? Keine Gebirge mehr, sagen meine neuen Freunde da oben. Ich bin nun wahrscheinlich der reichste Mann der Welt. Ein ganzes Schiff voll Diesel. Riesenspielzeug. Und ich habe eine Aufgabe. Eine Hoffnung.